Vor 13,8 Milliarden Jahren wurde das Universum geboren. Es war ein unvorstellbarer, heißer und dichter Anfang. In den ersten Sekundenbruchteilen überstieg die Temperatur 1 Billion Grad. Der Raum dehnte sich schneller als das Licht aus. In einem winzigen Bruchteil einer Sekunde vergrößerte sich das Universum um ein unvorstellbares Vielfaches. Dann begann sich Materie zu bilden. Zuerst Quarks und Gluonen, die in einer Ursuppe schwammen. Mikrosekunden nach dem Urknall begannen sie sich zu Protonen und Neutronen zusammenzuschließen. Materie und Antimaterie vernichteten sich gegenseitig, aber aus irgendeinem Grund gab es etwas mehr Materie, ein einziges überschüssiges Teilchen pro Milliarde Paare. Dieses winzige Ungleichgewicht reichte aus, um alles zu erschaffen, was wir um uns herum sehen. Nach 3 Minuten war die Temperatur genug gesunken, damit die Kernfusion beginnen konnte. Protonen und Neutronen begannen zu verschmelzen und bildeten die ersten Wasserstoff- und Heliumkerne. Das waren die ersten Atomkerne im Universum, die Bausteine zukünftiger Sterne und Galaxien. Heute finden wir überall Spuren jener ersten Synthese. 3/4 der gewöhnlichen Materie im Universum sind Wasserstoff, fast der gesamte Rest ist Helium, genau in den Proportionen, wie die Urknalltheorie vorhersagt. Das ist einer der überzeugendsten Fingerabdrücke der Geburt des Kosmos. Beim Studium des Anfangs des Universums blicken wir auch auf sein Ende. Tatsache ist, dass heute kein seriöser Wissenschaftler glaubt, dass das Universum ewig ohne Veränderungen existieren kann. Sein Ende ist unvermeidlich. Das Wissen darum befreit auf seltsame Weise. Wenn man die Zerbrechlichkeit des Weltalls erkennt, treten kleine Sorgen zurück. Es entsteht ein neuer Kontext für das Leben. Aber hier ist das Problem. Den Tod eines Planeten kann man noch überleben, aber der Tod des Universums ist das absolute Ende. Wie wird er aussehen, oder wird das Universum überhaupt aufhören zu existieren? Genau weiß es niemand, aber mit der Entwicklung der Technologie verstehen wir besser die Materie und Energie, die eine Schlüsselrolle beim Ende von allem spielen werden. Das Schicksal des Universums hängt von mehreren Schlüsselparametern ab. Der wichtigste davon ist die dunkle Energie, eine rätselhafte Kraft, die den Raum immer schneller expandieren lässt. Wenn die dunkle Energie konstant bleibt, wie viele moderne Beobachtungen zeigen, erwartet uns ein Szenario, das Kosmologen den großen Kältetod nennen. So wird es ablaufen. In 100 Milliarden Jahren wird die Expansion des Universums alle Galaxien außerhalb unserer lokalen Gruppe hinter den kosmologischen Horizont tragen. Die Milchstraße und Andromeda werden bis dahin bereits zu einer riesigen Metagalaxie verschmolzen sein. Andere Galaxien werden aus unserem Blickfeld verschwinden. In 1 Billion Jahren werden die letzten gewöhnlichen Sterne erlöschen. Das Gas, aus dem neue Sonnen geboren werden, wird erschöpft sein. Nur noch schwache rote Zwerge, langsam abkühlende weiße Zwerge und braune Zwerge, gescheiterte Sterne werden übrig bleiben. In 100 Billionen Jahren wird das Universum in die Ära der Entartung eintreten. Planeten werden durch Gravitationswechselwirkungen aus ihren Umlaufbahnen gerissen. Tote Sterne werden kollidieren, manchmal als Supernovae aufleuchten, aber das werden die letzten Lichtblitze in einem verdunkelnden Kosmos sein. Zu diesem Zeitpunkt wird der Großteil der Materie in schwarzen Löchern eingeschlossen sein, den einzigen aktiven Objekten in einem abkühlenden Universum. Schwarze Löcher werden miteinander verschmelzen und allmählich alle Materie verschlingen. Für eine Weile werden sie die einzigen Inseln der Struktur in einem Ozean der Leere sein, aber auch ihre Stunde wird kommen. Die Hawking-Strahlung wird langsam, unglaublich langsam, selbst die massereichsten schwarzen Löcher verdampfen. Ein schwarzes Loch mit der Masse der Sonne wird in 10⁻67 Jahren verdampfen. Supermassive schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien werden bis zu 10⁻100 Jahre existieren. Nach ihrem Verschwinden wird die Ära der Dunkelheit eintreten. Es wird nichts mehr übrig sein, außer einer verdünnten Suppe aus Photonen, Elektronen, Positronen und Neutrinos, die in einem unendlich expandierenden Raum auseinanderfliegen. Die Temperatur des Universums wird sich dem absoluten Nullpunkt nähern. Es wird keine Strukturen geben, keine Veränderungen, keine Zeit in dem Sinne, wie wir sie verstehen. Das ist der Wärmetod. Maximale Entropie, absolutes Gleichgewicht. Kann man diesem Szenario etwas entgegensetzen? Theoretisch, ja. Wenn eine Zivilisation lange genug existiert und ein unvorstellbares technologisches Niveau erreicht, könnte sie die Energie verdampfender schwarzer Löcher nutzen. Sie könnte ihre Prozesse verlangsamen. Sie könnte sich in einer Form kodieren, die bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt existieren kann.
Der Physiker Freeman Dyson zeigte, dass selbst in einem sterbenden Universum Leben möglich ist, wenn es lernt, immer langsamer zu denken, in lange Winterschlafperioden zu fallen und nur für Momente der Aktivität aufzuwachen, die sich über Milliarden Jahre erstrecken. Aber das ist nur ein Aufschub, keine Lösung. Wenn das Universum das wahre thermische Gleichgewicht erreicht, wird jede Form der Informationsverarbeitung, jede Form des Denkens unmöglich. Es wird keine Energiegradienten mehr geben, die für Arbeit, für Leben, für Veränderung notwendig sind. Es sei denn, die Physik hält eine Überraschung für uns bereit. Quantenfluktuationen des Vakuums. Tunnel in andere Universen, zyklische Kosmologien, in denen auf einen Wärmetod ein neuer Urknall folgt. Bei der Untersuchung moderner Forschungen finden wir 5 Hauptszenarien für das Ende des Universums. Jedes stellt eine besondere Art von Apokalypse dar. Das erste ist die große Kontraktion. Die Expansion des Universums kehrt sich um und es kollabiert in sich selbst. Das zweite und dritte hängen mit der dunklen Energie zusammen. In einem Fall dehnt sich das Universum ewig aus und wird immer leerer und kälter. Im anderen wird es buchstäblich in Stücke gerissen. Das vierte Szenario ist der Vakuumzerfall. Eine Quantenblase des Todes entsteht aus dem Nichts und verschlingt den gesamten Kosmos. Und das fünfte Szenario ist das zyklische Modell. Unser Universum kollidiert mit einem Paralleluniversum in zusätzlichen Raumdimensionen immer und immer wieder. In diesem Video werden wir jede dieser Apokalypsen analysieren und versuchen zu verstehen, was uns erwartet. Das Video basiert auf dem Buch der theoretischen Kosmologin Katie Mack, Das Ende von allem, astrophysikalisch betrachtet. Katie ist eine Forscherin auf den Gebieten dunkle Materie, Vakuumzerfall und die Epoche der Reionisierung. Ich habe keine interessanteren Bücher zu diesem Thema gefunden, also empfehle ich es zu kaufen und im Original zu lesen. Mein Name ist Sascha und das ist Homo Deus. Viele von uns lieben Geschichten über Zeitreisen und nicht wegen all dieser Paradoxien und Zeitmaschinen, sondern weil die Idee selbst wunderschön ist. Wir stecken in einer Abfolge von Jetzt-Momenten fest und alle Möglichkeiten verschwinden unwiederbringlich in die Vergangenheit. Das Leben erscheint so verschwenderisch. Aber hier ist etwas Erstaunliches. Die Kosmologie, also die Wissenschaft vom Universum, gibt uns diese Zeitreise. Nicht praktisch natürlich. Sie hilft nicht dabei, den im Bus vergessenen Regenschirm zurückzuholen. Die Vergangenheit ist für den Kosmologen keine verlorene Welt. Sie ist ein realer Ort, den man jeden Tag beobachten kann. Alles liegt an der Lichtgeschwindigkeit. Licht bewegt sich schnell, aber nicht augenblicklich. 300 Millionen Meter pro Sekunde. Wenn Sie einen Menschen vor sich ansehen, sehen Sie ihn einige Nanosekunden in der Vergangenheit. Der Mond ist 1 Sekunde zurück, die Sonne 8 Minuten und die Sterne sind Jahre und Jahrtausende in der Vergangenheit. Stellen Sie sich eine Galaxie in 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung vor. Sie schauen sie an und sehen, wie sie vor 10 Milliarden Jahren war. Und das Alter unseres Universums ist nur wenig größer. Das bedeutet, diese Galaxie zeigt uns die Kindheit des Kosmos. Ein Blick in den Kosmos ist gleichbedeutend mit einem Blick in die Vergangenheit. Aber hier gibt es eine Feinheit. Wir können nicht unsere eigene Vergangenheit sehen, nur die fremde. Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto tiefer in der Vergangenheit befindet es sich und wir wissen nicht, was gerade jetzt mit ihm passiert. Aber wie erfährt man dann von unserer eigenen Vergangenheit? Hier hilft das kosmologische Prinzip. Das Universum sieht überall ungefähr gleich aus. Natürlich sieht die Erde nicht wie das Zentrum der Sonne aus, aber in Maßstäben, wo ganze Galaxien nur Flecken sind, ist der Kosmos insgesamt homogen. Das Universum ähnelt einem riesigen Spinnennetz. Erinnern wir uns an Kopernikus' Idee. Wir befinden uns nicht an einem besonderen Ort im Universum. Wenn wir eine Galaxie vor 1 Milliarde Jahren betrachten, können wir zuversichtlich annehmen, damals war es ungefähr so wie jetzt. Der Begriff jetzt verschwimmt in der Kosmologie. Eine Supernova explodiert jetzt für uns, aber ihr Licht reiste Millionen von Jahren. Ihre Gegenwart ist unsere Zukunft. Die Raumzeit ist ein Gewebe, wo Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig existieren. Für einen anderen Beobachter kann unsere Zukunft ferne Vergangenheit sein. Davon wird einem schwindlig, aber für Astronomen ist dies ein mächtiges Werkzeug. Wir können die Geschichte des Kosmos direkt beobachten, nicht anhand von Spuren, das Universum im Alter von 3 Milliarden Jahren sehen, als Galaxien aufflammten oder mit einer halben Milliarde Jahren als Materie in schwarze Löcher gezogen wurde.
Bald werden wir die frühesten Galaxien betrachten. Sie sind nur einige 100 Millionen Jahre alt. Radioteleskope werden uns möglicherweise den Wasserstoff zeigen, aus dem die ersten Sterne entstanden. Aber kann man den Urknall sehen? Die Antwort lautet ja. Im Jahr 1965 machte der Physiker Jim Peebles aus Princeton Berechnungen. Diesen zufolge sollte die Strahlung des Urknalls das Universum bis heute durchdringen und sie kann nachgewiesen werden. Peebles berechnete Frequenz und Intensität. Unterdessen bereiteten sich in der Nähe in den Bell-Laboratorien die Astronomen Penzias und Wilson auf Beobachtungen vor. Sie kalibrierten einen Mikrowellendetektor und entdeckten ein seltsames Rauschen. Wohin man auch das Teleskop richtete, das Rauschen verschwand nicht. Störungen bei der Kalibrierung sind normal, ein lockeres Kabel, ein Radiosender in der Nähe, aber sie überprüften alles, vertrieben sogar die Tauben, die in der Antenne nisteten. Nichts half. Es blieb nur anzuerkennen, das Signal kam aus dem Weltraum, von allen Seiten gleichzeitig, aber was konnte das sein? Hier erwiesen sich Peebles Berechnungen als nützlich. Sie zeigten, wenn das frühe Universum überall heiß war, müssen wir überall Spuren dieser Strahlung sehen. Wenn wir weiter in den Kosmos blicken, schauen wir tiefer in die Vergangenheit und in der fernen Vergangenheit war das Universum ein Feuerball. Das bedeutet, wenn wir weit genug blicken, sehen wir jene Zeit, als der gesamte Raum in Flammen stand. Diese Hintergrundstrahlung muss von überall kommen. Denn von jedem Punkt aus kann man weit genug blicken, um die heiße Phase zu sehen. Jeder Punkt des Raums ist das Zentrum seiner eigenen Vergangenheitssphäre, umgeben von einer feurigen Hülle. Peebles verstand dies und teilte es mit Kollegen. Gerüchte erreichten auf Umwegen Penzias. Wahrscheinlich musste er sich bei dieser Nachricht hinsetzen, denn er und Wilson waren die ersten Menschen, die den Urknall gesehen hatten. 1978 erhielten sie den Nobelpreis für die Entdeckung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Diese Strahlung wurde zum wichtigsten Werkzeug für das Studium der Geschichte des Universums. Wir können Daten über das Leuchten des frühen Kosmos sammeln und Karten erstellen. Aber wie kann man sicher sein, dass dies genau die Strahlung vom Urknall ist und nicht von irgendeiner Sternenansammlung? Der Beweis liegt im Lichtspektrum. Stellen Sie sich einen Schürhaken im Kamin vor. Er glüht rot. Das ist Wärmestrahlung, das Leuchten eines erhitzten Körpers. Die Farbe hängt nur von der Temperatur ab. Ein blauer Körper ist heißer als ein roter. Zum Beispiel strahlt der menschliche Körper im Infrarotbereich, da er kälter ist als eine Flamme. Alle strahlenden Körper senden Wellen verschiedener Frequenzen aus. Für Wärmestrahlung gibt es eine charakteristische Beziehung zwischen Intensität und Frequenz. Der Graph ergibt die Schwarzkörperstrahlungskurve. Die kosmische Mikrowellenstrahlung ergibt die genaueste Schwarzkörperkurve, die je gemessen wurde. Die einzige Erklärung ist, dass das Universum selbst sehr heiß war. Als dies zum ersten Mal auf einer Konferenz gezeigt wurde, brach das Publikum in Applaus aus. Die Messung war beeindruckend und passte perfekt zur Theorie, aber das Wichtigste war, die Menschen erkannten, dass sie den Urknall selbst beobachteten. Die Reliktstrahlung gibt Hinweise auf die ersten Augenblicke des Universums. Auf der Karte dieser Strahlung gibt es fast keine Farbvariationen, aber wenn man den Kontrast erhöht, erscheint ein fleckiges Gewebe. Die Flecken zeigen Orte, wo das ursprüngliche Plasma etwas kälter oder heißer war. Der Dichteunterschied beträgt nicht mehr als ein Hunderttausendstel, wie eine Dose Limonade gleichmäßig in einem Schwimmbecken verteilt. Schauen Sie sich diese Computersimulation an. In Sekunden zeigt sie Prozesse, die Milliarden Jahre dauern. Etwas dichtere Materieklumpen ziehen Gas an und bilden die ersten Sterne. Diese Sterne entstehen in den ersten Galaxien. Die fleckige Karte verwandelt sich in ein kosmisches Netz aus Knoten, Fäden und Leerräumen, übersät mit Galaxien, die wie Tautropfen funkeln. Wenn man die Ergebnisse der Computersimulation mit der realen, dreidimensionalen Karte des Kosmos vergleicht, findet man keine Unterschiede. Also vor etwa 14 Milliarden Jahren gab es weder Zeit noch Raum. Es gab nur eine Singularität, einen unendlich dichten Punkt, aus dem das Universum geboren wurde. Vielleicht war es genau so, vielleicht aber auch nicht. Tatsache ist, dass unsere Physik unter solch extremen Bedingungen einfach zusammenbricht. Quantenmechanik trifft auf Relativitätstheorie und es kommt wer weiß was heraus. Wir nennen diese Periode die Planck-Zeit, die ersten 10 hoch minus 43 Sekunden. Ein unvorstellbar kurzer Zeitraum. Über diese Zeit wissen wir nichts. Bildeten sich mikroskopische schwarze Löcher? Hatte Zeit einen Sinn, wenn die Form des Raums unvorhersagbar ist? Existierten Wurmlöcher? Wir haben keine Ahnung. Nach der Planck-Zeit begann die Ära der großen Vereinigung.
3 der 4 fundamentalen Kräfte waren zu einer vereinigt. Dann brach die Symmetrie, die Kräfte trennten sich, die ersten Teilchen erschienen. Nach einem Sekundenbruchteil begann die kosmische Inflation, eine superschnelle Ausdehnung des Raums. In einem Augenblick wuchs das Universum um ein Vielfaches. Winzige Quantenfluktuationen dehnten sich auf kosmische Größen aus und wurden zu Keimen zukünftiger Galaxien. Dann stoppte die Inflation genauso plötzlich, wie sie begonnen hatte. Die Energie verwandelte sich in ein heißes Plasma aus Teilchen. Es begann die Epoche, die man beobachten kann. Die Zeit der Nukleosynthese, als die ersten Atomkerne entstanden. Die nächsten Hunderttausende von Jahren blieb der Kosmos ein heißes, brummendes Plasma aus Wasserstoffkernen, Helium und freien Elektronen. Photonen des Lichts prallten zwischen geladenen Teilchen hin und her wie in einem Wald aus Spiegeln. Nach 380.000 Jahren kühlte das Universum so weit ab, dass Elektronen sich mit Kernen zu neutralen Atomen verbinden konnten. Das Licht befreite sich endlich aus der Plasmafalle und bekam die Möglichkeit zu reisen. Eben dieses sehen wir als kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Die dunklen Zeitalter begannen. Gas kühlte langsam ab und kondensierte unter dem Einfluss der ursprünglichen Dichteschwankungen zu Klumpen. Es half die geheimnisvolle dunkle Materie, eine unsichtbare Substanz, die nicht mit Licht wechselwirkt, aber Gravitation erzeugt. Sie kondensierte ohne Widerstand und erschuf ein Gerüst für gewöhnliche Materie. Nach 100 Millionen Jahren wurde einer der Gasklumpen so dicht, dass der erste Stern aufflammte. Die kosmische Dämmerung begann, das dunkle Universum begann zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum, an dem man die Lichter anzündet. Das Sternenlicht wurde immer intensiver. Es ionisiert erneut das umgebende Gas und schuf Blasen um die hellsten Galaxienhaufen. Die Epoche der Reionisierung begann. Die nächsten 13 Milliarden Jahre formten und verschmolzen Galaxien, schwarze Löcher wuchsen, neue Sterne wurden geboren. Am Ende hielten wir den Kosmos, den wir heute sehen. Ein riesiges, wunderschönes Netz aus Galaxien, die in der Dunkelheit leuchten. Unser blau-weißer Planet kreist um einen mittelgroßen gelben Stern in einer völlig gewöhnlichen Galaxie. Supernova-Explosionen haben bereits Milliarden von Welten mit Elementen für das Leben versorgt. In jedem 10. Sternensystem gibt es einen Planeten mit flüssigem Wasser. In 1 Billion anderer Galaxien können unzählige Zivilisationen mit ihrer eigenen Kunst, Wissenschaft und Sicht auf die Geschichte des Kosmos leben. Diese anderen Wesen können, wie wir, das schwache Brummen der Reliktstrahlung entdecken, verstehen, dass es einen Urknall gab, dass der Kosmos einen Anfang hatte und zur selben Schlussfolgerung kommen: Das Universum ist nicht statisch, es ist entstanden und muss unvermeidlich verschwinden. Schauen Sie sich den Nachthimmel an. Finden Sie das Sternbild Cassiopeia. Es ähnelt dem Buchstaben W. Etwas darunter sehen Sie einen schwachen Fleck von der Größe des Vollmonds. Das ist die Andromeda-Galaxie und sie rast mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilometern pro Sekunde direkt auf uns zu. In 4 Milliarden Jahren wird eine grandiose Kollision stattfinden. Andromeda wird in unsere Milchstraße krachen. Das wird ein atemberaubendes Schauspiel. Sterne werden ihre Umlaufbahnen verlassen und elegante Bögen im Weltraum bilden. Gas wird sich entzünden, neue Sterne werden geboren. Die supermassiven schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien werden sich einander nähern und schließlich verschmelzen. Aber keine Sorge, die Sterne werden kaum miteinander kollidieren. Die Abstände zwischen ihnen sind enorm. Das Sonnensystem wird höchstwahrscheinlich überleben. Allerdings wird sich die Sonne bis dahin bereits in einen roten Riesen verwandelt und die Erde geröstet haben. Aber wenn unsere Nachkommen weiter von der Sonne weg umziehen, können sie dieses kosmische Ballett Milliarden Jahre lang beobachten. Solche Galaxienkollisionen sind in unserem Universum üblich. Große Galaxien verschlingen kleine. Unsere Milchstraße hat bereits Dutzende von Nachbarn verschluckt. Wir sehen immer noch ihre Sternenschweife, die sich um unsere Galaxie winden. Aber im Maßstab des Universums werden solche Kollisionen immer seltener. Das Universum expandiert, der Raum zwischen Objekten vergrößert sich, einzelne Galaxien und ihre Gruppen entfernen sich voneinander. Es entsteht die Schlüsselfrage: Wird die Expansion ewig andauern oder sich irgendwann umkehren? Jeder Punkt im Universum ist das Zentrum einer mächtigen, gleichmäßigen Abstoßung. Technisch gesehen hat unser Universum kein Zentrum, aber jeder von uns ist das Zentrum seines eigenen beobachtbaren Universums. Aus unserer Sicht entfernen sich alle fernen Galaxien von uns, aber es geht nicht um uns, es geht um Kosmologie. Das Schicksal des Universums hängt von der Menge an Materie darin ab.
Wenn genug Materie vorhanden ist, wird die Gravitation die Expansion mit der Zeit stoppen und umkehren. Die große Kontraktion wird beginnen und wenn es wenig Materie gibt, wird die Expansion ewig weitergehen. Stellen Sie sich einen Film über den Urknall vor, rückwärts abgespielt. Galaxien nähern sich einander, kollidieren, bilden immer größere Strukturen. Sterne finden sich in enger Nachbarschaft. Planeten verlassen ihre Umlaufbahnen, die Temperatur steigt. Aber die große Kontraktion ist nicht einfach ein zeitlich umgekehrter Urknall. Es gibt eine wichtige Asymmetrie. Im frühen Universum gab es nur gleichmäßig verteiltes Gas. Die Gravitation erschuf Sterne und schwarze Löcher. Sterne leuchteten Milliarden Jahre lang und füllten die Leere mit Strahlung. Schwarze Löcher emittierten Röntgenstrahlen und hochenergetische Teilchenstrahlen. Während der Kontraktion wird all diese Energie beginnen, sich zu verdichten. Die gesamte Strahlung der Sterne wird so intensiv, dass sie die Oberflächen der Sterne lange vor ihren Kollisionen verbrennen wird. Kernexplosionen werden Sterne in Stücke reißen und den Raum mit heißem Plasma füllen. Kein Planet wird die Explosion der Sterne selbst überleben. Die Strahlungsintensität wird sich dem Niveau der Zentralbereiche von Galaxien nähern, wo schwarze Löcher Strahlen über Tausende von Lichtjahren ausstoßen. Das kollabierende Universum wird Dichte und Temperaturen erreichen, die wir nicht reproduzieren oder beschreiben können. Die Idee eines zyklischen Universums, in dem sich Phasen der Expansion und Kontraktion unendlich abwechseln, besitzt eine gewisse Attraktivität. Anstatt bei Null zu beginnen und in einer Katastrophe zu enden, kann ein zyklisches Universum prinzipiell beliebig lange existieren, eine unendliche Wiederverwertung von Materie gewährleisten und keine Verluste zulassen. Aber hier gibt es ein Problem. Nach Einsteins Theorie, wenn im Universum genug Materie vorhanden ist, beginnt es mit einem Punkt unendlicher Dichte und endet mit demselben Punkt, nur was zwischen dem Ende eines Zyklus und dem Beginn des nächsten passiert, ist unklar. Unsere Theorien funktionieren unter solch extremen Bedingungen nicht. Und noch etwas, mit jedem Zyklus würde das Universum immer chaotischer werden. Das zerstört die Schönheit der Idee von einem unendlichen, ewigen Zyklus. Gut, nehmen wir an, es gibt keine Zyklen, dann ist die Frage einfach, gibt es genug Materie im Universum, damit es beginnt, sich zusammenzuziehen? In den 30er Jahren bemerkte der Astronom Fritz Zwicky eine Merkwürdigkeit. Galaxien in Haufen bewegten sich zu schnell. Sie hätten auseinanderfliegen müssen wie Menschen von einem wahnsinnigen Karussell, aber die Galaxien hielten zusammen. Etwas hielt sie zurück, etwas Unsichtbares. Zwicky nannte dies dunkle Materie. Jahrzehntelang wurde seine Idee nicht ernst genommen, bis Vera Rubin in den 70er Jahren bewies, ja, dunkle Materie existiert. Ohne sie kann man nicht erklären, wie Spiralgalaxien funktionieren. Aber was dunkle Materie ist, wissen wir bis heute nicht. Wahrscheinlich ist es eine Art Teilchen mit Masse. Sie erzeugt Gravitation, aber sie wechselwirkt nicht mit Licht. Unsere Detektoren fangen sie nicht ein, dafür sehen wir ihre gravitativen Effekte überall. Einstein erklärte die Gravitation auf neue Weise. Es ist keine Kraft, sondern eine Krümmung des Raums. Stellen Sie sich einen Trampolin vor, legen Sie einen schweren Gegenstand darauf, werfen Sie nun kleine Kugeln daneben. Ihre Flugbahn wird sich krümmen. So funktioniert der Kosmos. Massive Objekte krümmen den Raum und sogar Licht krümmt sich. Galaxien wirken wie Linsen, sie verzerren das Licht von Objekten hinter ihnen. Nun, die Stärke dieser Verzerrung ist zu groß für die sichtbare Materie, also muss dort noch etwas anderes sein. Es stellte sich heraus, dass der Großteil der Materie im Universum dunkel ist. Aber selbst unter Berücksichtigung dessen blieb die Hauptfrage: Reicht das alles aus, damit das Universum beginnt, sich zusammenzuziehen? Um zu antworten, musste man die Expansionsgeschwindigkeit des Universums messen und nicht nur die Expansion jetzt, sondern in verschiedenen Epochen der kosmischen Geschichte. Das bedeutet, man muss sehr ferne Galaxien genau beobachten. Die Geschwindigkeit einer Galaxie zu messen ist einfach, aber die genaue Entfernung ist schwierig. In den 60er Jahren versuchten es Wissenschaftler. Ihre Daten waren ungenau, aber die Wissenschaftler verkündeten, das Universum ist zum Kollaps verurteilt und begannen, Artikel über die große Kontraktion zu schreiben. Ende der 1990er Jahre entwickelten Wissenschaftler eine genauere Methode zur Messung von Entfernungen zu explodierenden Sternen. Was sie entdeckten, schockierte fast alle, brachte 3 Wissenschaftlern den Nobelpreis ein und erschütterte das Verständnis der physikalischen Grundlagen. Es stellte sich heraus, dass uns das Feuer der großen Kontraktion fast sicher nicht bedroht, aber das erwies sich als schwacher Trost.
Die Alternative zur Kontraktion ist ewige Expansion. Wie Unsterblichkeit scheint sie nur auf den ersten Blick gut. Wir sind nicht zur kosmischen Hölle verurteilt, aber das wahrscheinlichste Schicksal unseres Universums ist viel deprimierender. Im Jahr 1995 entdeckten Astronomen etwas Unmögliches. Berechnungen zeigten, das Universum ist 10 bis 12 Milliarden Jahre alt, aber die ältesten Sterne darin sind 15 Milliarden Jahre alt. Es stellte sich heraus, dass die Sterne älter sind als das Universum selbst, aber das ist absurd. 3 Jahre lang zerbrachen sich Wissenschaftler den Kopf über dieses Rätsel. Sie überprüften Daten, überarbeiteten Theorien, erfanden neue Messmethoden und fanden schließlich die Antwort. Nur erwies sie sich als noch seltsamer als das Problem selbst. Ende der 1990er Jahre nahmen sich 2 Astronomengruppen einer einfachen Aufgabe an. Sie wollten messen, wie schnell sich die Expansion des Universums verlangsamt. Allen war klar, nach dem Urknall sollte die Gravitation das Auseinanderfliegen der Galaxien bremsen. Die Frage war nur, wie stark. Dafür musste man die Expansionsgeschwindigkeit in der Vergangenheit und heute vergleichen. Die Astronomen fanden das ideale Werkzeug: Explosionen von weißen Zwergen. Diese Explosionen laufen immer gleich ab. Ein weißer Zwerg sammelt Materie von einem Begleitstern, erreicht die kritische Masse und explodiert. Solche Supernovae sind ideale Standardkerzen. Wir kennen ihre wahre Helligkeit, daher können wir die Entfernung zu ihnen berechnen und die Rotverschiebung zeigt die Entfernungsgeschwindigkeit. 1998 erhielten beide Gruppen ein Ergebnis und es erschütterte die wissenschaftliche Welt. Der Verlangsamungsparameter erwies sich als negativ. Die Expansion des Universums verlangsamte sich nicht, sie beschleunigte sich. Das war, als würde ein hochgeworfener Ball erst langsamer werden und dann plötzlich ins All schießen. Niemand konnte das erklären. Alle bekannten Modelle des Universums sagten eine Verlangsamung voraus. Auf dem Papier existierten 3 Arten von Universen. Das erste, geschlossen. 2 parallele Strahlen werden darin mit der Zeit zusammenlaufen, wie Längengrade auf einem Globus. Zu viel Materie krümmt den Raum nach innen. Ein geschlossenes Universum ist zur großen Kontraktion verurteilt. Das zweite, flach, perfekt ausbalanciert. Lichtstrahlen bleiben darin parallel, wie auf einem Blatt Papier. Und das dritte, offenes Universum. Strahlen divergieren darin wie parallele Linien auf einem Sattel. Es expandiert ewig, aber verlangsamt sich dabei. In allen 3 Fällen sollte die Gravitation die Expansion bremsen, aber hier stellte sich heraus, dass irgendeine Kraft den Raum beschleunigt. Woher? Verzweifelte Zeiten erforderten verzweifelte Maßnahmen. Die Physiker erinnerten sich an eine alte Idee Einsteins, die kosmologische Konstante. 1917 stand Einstein vor einem Problem. Seine Gleichungen zeigten, ein statisches Universum müsste unter der Wirkung der Gravitation kollabieren. Alle Sterne müssten einander anziehen und nach innen fallen, aber das geschah nicht. Einstein fand eine elegante Lösung. Er fügte seinen Gleichungen einen Term hinzu, der eine Abstoßungskraft des Raumes selbst beschrieb. An jedem Punkt der Leere wirkt eine winzige Kraft, die den Raum dehnt. Wenn viel Raum und wenig Materie vorhanden ist, kann diese Kraft die Gravitation kompensieren. Die Gleichung funktionierte. Sie beschrieb ein stabiles Universum, das nicht kollabiert. Aber einige Jahre später bewies Hubble, das Universum expandiert. Das statische Modell war am Ende. Einstein entfernte widerwillig die kosmologische Konstante aus seinen Gleichungen. Später nannte er sie seinen größten Fehler. Und 1998 kehrte sie triumphierend zurück. Die beschleunigte Expansion erforderte genau eine solche Kraft, die Energie des leeren Raums. Aber es entstand ein Problem. Die Quantentheorie sagt eine Vakuumenergie voraus, die 10 hoch 120 mal größer ist als die beobachtete. Ja, Sie haben richtig gehört, ein Unterschied um eine Größenordnung bedeutet 10-fach. Um 2 Größenordnungen 100-fach und hier sind es 120 Größenordnungen. Kurz gesagt, eine wahrhaft astronomische Zahl. Das ist die schlechteste Vorhersage in der Geschichte der Physik. Niemand versteht, warum die kosmologische Konstante so klein ist. Es stellt sich die Frage, wenn die kosmologische Konstante nicht die Vakuumenergie ist, was ist sie dann? Eine der Hypothesen erklärt es so. Die Konstante ist klein in unserem Teil des Kosmos, könnte aber in entfernten Regionen anders sein. Wir befinden uns einfach zufällig hier. Oder nicht zufällig, vielleicht verhindern andere Werte die Entwicklung von Leben. Zum Beispiel lassen sie den Raum zu schnell expandieren. Dann haben Galaxien keine Zeit, sich zu bilden.
Eine andere Erklärung besagt, dass es keine Konstante ist, sondern ein unbekanntes Energiefeld und es kann sich mit der Zeit ändern. Da wir nicht sicher sind, dass es genau eine Konstante ist, sagen wir dunkle Energie. So nennt man alles, was die Expansion beschleunigt. Für ein sich veränderndes Energiefeld gibt es einen anderen Begriff, Quintessenz, das geheimnisvolle 5. Element. Darüber spekulierten Philosophen der Antike und des Mittelalters. Der Vorteil dieser Idee ist, dass man eine Parallele zur kosmischen Inflation am Anfang der Zeit ziehen kann. Jenes Feld entstand und verschwand. Wird vielleicht auch die Quintessenz irgendwann verschwinden? Das Problem dieser Idee ist, dass sich ändernde Energie das Universum zerstören kann. Wenn die Kraft, die den Raum dehnt, beginnt umgekehrt zu wirken, wird alles kollabieren. Die große Kontraktion wird eintreten. Glücklicherweise ist das unwahrscheinlich. Bisher verhält sich die dunkle Energie wie eine kosmologische Konstante. Die ersten 5 Milliarden Jahre war sie schwach, damals war die Materie zu dicht, aber mit der Expansion wurde es mehr Raum und die dunkle Energie gewann die Oberhand. Wir sehen sogar diesen Übergang. Ferne Supernovae zeigen, dass die Expansion früher langsamer wurde. Nahe Supernovae zeigen etwas anderes. Der Wendepunkt kam vor etwa 5 Milliarden Jahren. Ironie des Schicksals. Einstein führte die kosmologische Konstante ein, um das Universum vor dem Kollaps zu retten. Und am Ende könnte sie zu seinem Untergang auf ganz andere Weise führen. Dunkle Energie macht etwa 70% des Universums aus. Sie bestimmt die Zukunft unserer Welt. Wenn es wirklich eine Konstante ist, erwartet das Universum der Wärmetod. Ewige Expansion und Verwandlung in kalte Leere. Die dunkle Energie hat einen Prozess gestartet, der nicht mehr aufzuhalten ist. Sie hat das Universum in ein endloses Laufband verwandelt, das sich ständig beschleunigt. Unser beobachtbares Universum ist riesig. Der Radius beträgt 45 Milliarden Lichtjahre, aber es gibt eine Grenze dessen, was wir sehen können. Das ist der Hubble-Radius, etwa 14 Milliarden Lichtjahre. Jenseits dieser Grenze entfernen sich Galaxien schneller als das Licht. Moment, nichts kann sich schneller als das Licht bewegen. Das stimmt. Aber die Galaxien bewegen sich nicht durch den Raum. Der Raum selbst zwischen ihnen dehnt sich aus und dafür gibt es keine Beschränkungen. Wie sehen wir dann Objekte, die sich schneller als das Licht entfernen? Stellen Sie sich ein Laufband vor. Sie stehen in der Mitte und das Band bewegt sich schneller, als Sie laufen können. Sie werden nach hinten getragen, aber wenn das Band langsamer wird, können Sie aufholen und sogar vorwärts kommen. So funktionierte das Universum früher. Die Expansion verlangsamte sich und das Licht von fernen Galaxien konnte uns einholen. Diese Galaxien sandten Licht aus, als sie viel näher waren. Dann wurden sie von der Expansion weggetragen, aber das Licht erreichte uns trotzdem. Aber die dunkle Energie hat die Spielregeln geändert. Jetzt beschleunigt sich die Expansion. Das Laufband beschleunigt. Galaxien, die bereits jenseits des Hubble-Radius sind, werden wir niemals sehen. Die dunkle Energie isoliert allmählich Galaxien voneinander. Zuerst werden die fernsten Galaxien aus unserem Blickfeld verschwinden, dann die näheren. Am Ende wird nur unsere lokale Gruppe übrig bleiben, die verschmolzene Milchstraße und Andromeda. Neues Gas wird nicht mehr nachströmen, Sterne werden ausbrennen und erlöschen, einige werden als Supernovae explodieren, andere werden zu glimmenden Überresten. Kosmische Dunkelheit wird eintreten. Aber das ist noch nicht das Ende, der finale Zerfall wird beginnen. In den 1970er Jahren machte Stephen Hawking eine unerwartete Entdeckung. Schwarze Löcher verdampfen. Man glaubte, sie seien ewig, sie verschlingen nur, geben nichts zurück, aber Quanteneffekte lassen sie schwach leuchten. Zuerst verläuft der Prozess langsam, dann beschleunigt er sich. Das schwarze Loch leuchtet immer heller und heißer, bis es explodiert und verschwindet. Sogar die riesigen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien werden mit der Zeit verdampfen. Auch gewöhnliche Materie ist instabil. Alle Teilchen werden zerfallen. Sogar superstabile Protonen werden nach unvorstellbaren 10 hoch 33 Jahren verschwinden. Die letzten Wasserstoffatome, die seit dem Urknall existierten, werden verschwinden. Der Wärmetod wird eintreten. Totales Chaos. Was ist der Wärmetod? Der Begriff mag seltsam erscheinen für die Beschreibung des kältesten und dunkelsten Zustands des Kosmos, aber Wärme ist hier ein technischer Begriff. Er bedeutet ungeordnete Bewegung von Teilchen oder Energie. Es geht nicht um den Tod der Wärme, es geht um den Tod durch Wärme. Genau die Unordnung wird unser Universum zugrunde richten. Deshalb müssen wir über Entropie sprechen. Entropie ist eines der wichtigsten, tiefgründigsten und am schlechtesten verstandenen Themen in der gesamten Wissenschaft. Sie manifestiert sich in der Physik von allem.
Von Luftballons bis zu schwarzen Löchern. In der Informatik, in der Statistik, in der Wirtschaft und Neurobiologie. Normalerweise wird Entropie als Maß für Unordnung beschrieben. Je weniger geordnet ein System ist, desto höher ist die Entropie. Ein Haufen Puzzleteile hat eine höhere Entropie als das zusammengesetzte Bild, weil es nur eine richtige Art gibt, es zusammenzusetzen. Aber in zerlegtem Zustand kann es viele Konfigurationen haben, ohne seine Essenz zu verlieren. Rührei hat eine höhere Entropie als ein unversehrtes Ei, weil das Ei ein komplexeres und geordneteres Objekt ist als Rührei. Höhere Entropie ist mit höherer Temperatur verbunden. Denken Sie an den Unterschied zwischen einem Eisblock und einer Dampfwolke. Damit Eis entsteht, müssen sich Wassermoleküle zu einer Kristallstruktur zusammenfügen. Dampfteilchen bewegen sich frei in 3 Dimensionen. Selbst das bloße Abkühlen von Dampf verringert seine Entropie. Teilchen bewegen sich weniger aktiv und ungeordnet. Im Maßstab des Universums nimmt die Entropie mit der Zeit zu. Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kann in jedem isolierten System die Entropie nur wachsen. Ordnung entsteht nicht von selbst. Wenn man ein System in Ruhe lässt, wird die Unordnung unvermeidlich zunehmen. Jeder, der versucht, Ordnung im Haus zu halten, kennt dieses Naturgesetz. Dieses Gesetz erklärt sogar den Zeitpfeil. Wir erinnern uns an die Vergangenheit, nicht an die Zukunft, weil in der Zukunft immer mehr Chaos herrscht. Man kann lokale Ordnung schaffen, indem man Anstrengungen unternimmt. Zum Beispiel ein Puzzle zusammensetzen, aber dabei wird die Gesamtunordnung trotzdem zunehmen. Sie werden Energie verbrauchen, die Luft erwärmen, ihr Hemd zerknittern. Jeder Versuch, irgendwo Ordnung zu schaffen, erzeugt Chaos an anderer Stelle. Lassen Sie die Kühlschranktür offen. Die ganze Küche wird sich erwärmen. Schalten Sie die Klimaanlage an. Die globale Erwärmung wird verstärkt. Die Physik ist gnadenlos. In den 70er Jahren sprachen Physiker viel über Entropie, über ihre allmähliche Zunahme im Maßstab des Universums. Zur gleichen Zeit dachten der junge Stephen Hawking und der noch jüngere Jacob Bekenstein über schwarze Löcher nach. Sie fragten sich, kann man die Entropie mit Hilfe von schwarzen Löchern austricksen? Die Idee schien einfach. Nehmen Sie ein System mit niedriger Entropie, zum Beispiel das zusammengesetzte Puzzle oder einen ordentlich gestapelten Bücherstapel, und werfen Sie es in ein schwarzes Loch. Was wird passieren? Aus der Sicht eines externen Beobachters wird alle Information über dieses geordnete System hinter dem Ereignishorizont verschwinden. Die Entropie des Universums scheint abzunehmen und das ist eine direkte Verletzung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Bekenstein vermutete als erster eine radikale Lösung. Schwarze Löcher selbst müssen Entropie haben, und zwar enorme. Er vermutete, dass die Entropie eines schwarzen Lochs proportional zur Fläche seines Ereignishorizonts ist, nicht zum Volumen, wie man erwarten könnte. Das war eine revolutionäre und kontraintuitive Behauptung. Hawking stand Bekensteins Idee zunächst skeptisch gegenüber. Wenn ein schwarzes Loch Entropie hat, muss es auch eine Temperatur haben und alles, was Temperatur hat, strahlt, aber schwarze Löcher strahlen per Definition nichts aus, nicht einmal Licht kann ihrer Gravitationsfalle entkommen. Doch 1974 machte Hawking eine bahnbrechende Entdeckung. Indem er die Prinzipien der Quantenmechanik auf die Umgebung des Ereignishorizonts anwandte, zeigte er, schwarze Löcher strahlen doch. Diese Strahlung, heute bekannt als Hawking-Strahlung, hat eine Temperatur. Winzig, umgekehrt proportional zur Masse des schwarzen Lochs, aber dennoch eine Temperatur. Das bedeutete, dass Bekenstein recht hatte. Schwarze Löcher haben Entropie. Mehr noch, sie haben die maximal mögliche Entropie für ein gegebenes Raumvolumen. Die Bekenstein-Hawking-Formel verband die Entropie mit der Fläche des Ereignishorizonts durch fundamentale Naturkonstanten. Hawking erklärte die Strahlung durch Quantenfluktuationen. Im Vakuum entstehen und verschwinden ständig Paare virtueller Teilchen. Normalerweise annihilieren sie fast augenblicklich, aber in der Nähe des Ereignishorizonts kann etwas anderes geschehen. Ein Teilchen fällt in das schwarze Loch und das andere fliegt davon. Für einen externen Beobachter sieht es so aus, als ob das schwarze Loch Teilchen ausstrahlt und Masse verliert. Mit der Zeit verdampft das schwarze Loch, zuerst langsam, dann immer schneller, da die Temperatur der Strahlung mit abnehmender Masse steigt. Für massive schwarze Löcher dauert dieser Prozess eine unvorstellbare Zeit, Billionen von Billionen Jahren, aber letztendlich muss jedes schwarze Loch verschwinden. Diese Entdeckung schuf ein neues Rätsel, das Physiker bis heute quält. Was geschieht mit der Information über Objekte, die in ein schwarzes Loch gefallen sind? Die Hawking-Strahlung erscheint völlig zufällig, trägt keine Information darüber, was in das schwarze Loch geworfen wurde. Verschwindet die Information also für immer?
Aber die Quantenmechanik ist kategorisch. Information kann nicht zerstört werden. Das ist ein fundamentales Prinzip, genannt Unitarität. Wenn Sie den Quantenzustand eines Systems jetzt kennen, können Sie prinzipiell seinen Zustand zu jedem Zeitpunkt der Vergangenheit oder Zukunft rekonstruieren. So entstand das Informationsparadoxon der schwarzen Löcher. Entweder wird die Unitarität der Quantenmechanik verletzt oder etwas stimmt nicht mit unserem Verständnis von schwarzen Löchern und Gravitation. Jahrzehntelang stritten Physiker über dieses Paradoxon. Hawking selbst vertrat lange Zeit die radikale Ansicht: Information geht tatsächlich verloren, aber 2004 gab er seinen Irrtum zu und stimmte zu, dass Information doch erhalten bleibt. Wir verstehen nur noch nicht genau, wie. Aber das Ergebnis dieses Prozesses ist klar. Schwarze Löcher verdampfen und hinterlassen nur schwache Strahlung. Am Ende des Lebens des Universums wird nur noch seltene Strahlung in einem unendlich expandierenden Nichts übrig bleiben. Keine Strukturen, keine Information, keine Komplexität. Gleichmäßig verteilte Energie in einem kalten und dunklen Kosmos. Der Wärmetod ist der Zustand maximaler Entropie. Der endgültige Sieg des Chaos über die Ordnung. Das unerbitterliche Ergebnis eines expandierenden Universums mit dunkler Energie. Ein Universum, das von der kosmologischen Konstante versklavt ist, erwartet Dunkelheit und Leere. Der Expansionsprozess beschleunigt sich. Es wird immer mehr leerer Raum. Das bedeutet, die Menge der dunklen Energie nimmt zu, die weitere Expansion verursacht. Das Universum wird zu leerem Raum. Er wird De-Sitter-Raum genannt und entwickelt sich genauso wie der sehr frühe Kosmos in der Inflationsphase. Aber die Inflation stoppte schließlich. Wenn die dunkle Energie eine kosmologische Konstante ist, wird die Expansion niemals aufhören. Der Kosmos wird sich ewig ausdehnen. Es stellt sich die Frage, kann man eine solche Expansion als Untergang des Universums betrachten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir tiefer in Entropie und Zeitpfeil eintauchen. Beim Ausbrennen von Sternen, Zerfall von Teilchen und Verdampfen von schwarzen Löchern verwandelt sich immer mehr Materie in freie Strahlung. Sie breitet sich im Universum als Wärme aus, reine, ungeordnete Energie. Die Umwandlung von Materie in Wärmestrahlung maximiert die Entropie, der Ausbreitung von Energie steht nichts im Wege. Mit der Entleerung des Universums wird die Strahlung immer stärker verstreut. Es könnte scheinen, dass die Gesamtentropie mit der Temperatur abnehmen sollte, aber das geschieht nicht. Wenn das Universum die Phase der exponentiellen Expansion erreicht, geschieht Folgendes: Um jeden Punkt kann man eine Sphäre ziehen. Jenseits ihrer Grenze wird ein für immer verborgener Teil des Kosmos sein. Diese Grenze ist ein wahrer Horizont. Alles, was dahinter liegt, wird sie niemals erreichen können. Ähnlich dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs ist dieser Horizont mit Entropie verbunden und damit mit Temperatur. Der Unterschied ist, dass die Wärme nicht nach außen austritt wie bei einem schwarzen Loch, sie tritt nach innen ein. Die Temperatur ist sehr niedrig, etwa 10 hoch minus 40 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Aber in dieser Strahlung ist die gesamte Entropie des Universums enthalten. Wenn der Kosmos den De-Sitter-Raum erreicht, wird er maximale Entropie erlangen. Und dann wird der Zeitpfeil verschwinden. Die Entropie kann nicht mehr wachsen. Und damit kann nichts mehr geschehen. Energie kann nicht von einem Ort zum anderen fließen. Keine Gradienten, keine Prozesse, kein Leben. Und hier gibt es einige Nuancen. Und sie gehören nicht zur Kategorie, nun, technisch gibt es ein kleines Detail. Das gehört zur Kategorie, oh Gott, das ändert alles. Die Seltsamkeit hängt mit einem Bereich der Physik zusammen, der statistische Mechanik genannt wird. Man verwendet sie, wenn man über Temperatur spricht, die im Wesentlichen einfach die Menge an Bewegung in einem Teilchensystem ist. In der statistischen Mechanik zeigt sich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik in seiner ganzen Pracht. Er ermöglicht es, ein großes, komplexes System durch Entropie zu beschreiben, aber er schafft auch eine Art Schlupfloch. Die Statistik sagt, Entropie wächst nur im Durchschnitt und in großen Maßstäben. Das bedeutet, dass zufällige Quantenfluktuationen vorübergehend die Unordnung verringern können. In unendlicher Zeit und unendlichem Raum ist jedes unwahrscheinliche Ereignis möglich. Sie haben richtig gehört, jedes. Sogar das Erscheinen eines Pottwals und eines Topfes mit Petunien im leeren Kosmos. Mehr noch. Gemäß dem Poincaré-Theorem wird jeder Zustand eines Systems früher oder später wiederkehren. Wenn man lange genug wartet, kann sich in einer leeren Kiste spontan ein Klavier zusammensetzen. Nach dem Wärmetod wird das Universum zu einer riesigen, schwach erwärmten Kiste mit zufälligen Fluktuationen.
Wenn der Urknall ein Zustand ist, in dem sich der Kosmos einst befand, gibt es keinen Grund, warum er sich nicht wiederholen könnte. Ein Universum erneut hervorbringend. Aber das Gruseligste ist, dass sich absolut alles wiederholen kann, jeder Moment ihres Lebens, unendlich viele Male. Der Kosmologe Andreas Albrecht schlug das Konzept des De Sitter-Gleichgewichts vor. Unser Universum könnte aus einer zufälligen Fluktuation in einem ewig expandierenden Raum entstanden sein. Manchmal erzeugt eine Fluktuation einen neuen Urknall und manchmal erschafft sie einfach den vergangenen Dienstag neu, als sie sich den Fuß am Tisch gestoßen haben. Das erinnert an Nietzsches Gedankenexperiment. Ende des 19. Jahrhunderts schrieb er in seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft: Was, wenn eines Tages oder einer Nacht ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit schliche und dir sagte: Dieses Leben, wie du es jetzt lebst, wirst du noch einmal und unzählige Male leben müssen. Und es wird nichts Neues daran sein, jeder Schmerz, jede Freude, jeder Gedanke wird in derselben Reihenfolge wiederkehren. Sogar diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, sogar dieser Augenblick und ich selbst. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht werden und du mit ihr, du Stäubchen. Würdest du dich nicht zu Boden werfen, mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen? Oder hast du einmal einen gewaltigen Augenblick erlebt, in dem du ihm antworten könntest: Du bist ein Gott und nie hörte ich etwas Göttlicheres? Wenn dieser Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich verwandeln und vielleicht zermalmen. Die Frage bei allem und jedem: Willst du dies noch einmal und unzählige Male, würde als das größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen. Natürlich hatten Nietzsches Überlegungen nichts mit Thermodynamik zu tun, sie zielten auf die Erforschung von Sinn und Zweck des menschlichen Lebens. Er nahm nie an, dass ein solches Szenario physikalisch möglich wäre, aber das ist es, gemäß der Hypothese des De Sitter-Gleichgewichts. Sie könnten einwenden, dass diese Szenarien nicht gleich sind, Quantenfluktuationen, die jenen Moment nachschufen, als sie sich den Fuß am Tisch stießen, könnten etwas produzieren, das ihnen genau gleicht, aber sie selbst werden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da sein. Es stellt sich die Frage, was bedeutet es, sie zu sein? Geht es um die genaue Konfiguration der Atome ihres Körpers oder um eine unaussprechliche und beständige Eigenschaft ihres Bewusstseins, die niemals nachgebildet werden kann? Deshalb streiten Science-Fiction-Liebhaber weiter über Teleportation und darüber, was mit Captain Kirk jedes Mal passierte, wenn er in den Transporterstrahl trat. Überlebte er oder starb er, ersetzt durch einen Doppelgänger, der sich fälschlicherweise für ihn hielt? Es ist unwahrscheinlich, dass wir diese Frage beantworten können. Aber es gibt noch ein seltsameres Problem: das Boltzmann-Gehirn. Wenn ein ganzes Universum aus einer Fluktuation entstehen kann, dann wird ein einzelnes Gehirn mit viel größerer Wahrscheinlichkeit entstehen. Die Idee ist, dass wenn ein ganzes Universum aus dem Vakuum entstehen kann, mit viel größerer Wahrscheinlichkeit eine einzelne Galaxie entstehen wird, weil sie weniger komplex ist. Für ihre Erschaffung wird weniger Materie benötigt. Dieser Logik folgend ist die Entstehung eines einzelnen Sonnensystems wahrscheinlicher oder noch wahrscheinlicher eines einzelnen Planeten. Und noch wahrscheinlicher ist das Erscheinen eines einzelnen menschlichen Gehirns, das alle ihre Erinnerungen enthält und sich einbildet, in einer riesigen und komplexen Welt zu leben und gerade dieses Video auf YouTube anschaut. Das Problem ist, dass die Wahrscheinlichkeit des Entstehens dieses unglückseligen Gehirns, das zum fast augenblicklichen Verschwinden im Vakuum verurteilt ist, die Wahrscheinlichkeit des Erscheinens eines ganzen Universums bei weitem übersteigt. Wenn wir die Existenz unserer Welt durch zufällige Fluktuationen erklären wollen, sind wir gezwungen anzuerkennen, mit viel größerer Wahrscheinlichkeit bilden wir uns das alles nur ein. Kosmologen streiten bis heute über dieses Problem. Einige glauben, dass niedrig-entropische Zustände wie der Urknall leichter entstehen als kleine Fluktuationen. Andere Wissenschaftler behaupten das Gegenteil. Der Kosmologe Jean Carroll nannte diese Idee kognitiv instabil. Nicht, dass es nicht wahr sein könnte, aber wenn es so ist, hat nichts einen Sinn und man kann einfach aufhören zu versuchen, das Universum zu verstehen. Wenn wir uns von der Idee der aus dem Nichts entstehenden, denkenden Gehirne ablenken, können seltene Fluktuationen etwas Ordnung in das Chaos des Wärmetods bringen. Aber selbst in diesem optimistischsten Szenario verurteilt ein von der kosmologischen Konstante dominiertes Universum alle darin lebenden Wesen zum Untergang. In der Zukunft erwartet absolut alle geordneten Strukturen nichts außer Dunkelheit, Einsamkeit und Zerfall. Vor der Entdeckung der dunklen Energie vermuteten Physiker, insbesondere Freeman Dyson,
Eine Maschine, die Berechnungen mit ständig abnehmender Geschwindigkeit durchführt, kann beliebig lange existieren. Aber selbst diese ideale Maschine wird der entropischen Erosion dank des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik unterliegen. Letztendlich wird jede Lebensform zerfallen und sich in Wärme verwandeln. Alle denkenden Strukturen werden ungefähr in 10 hoch 1000 Jahren verschwinden. Die genaue Zeit hängt von der Zerfallszeit des Protons ab, die noch unbekannt ist. Seltsamerweise ist bei der dunklen Energie die Wirkung einer stabilen, vorhersagbaren kosmologischen Konstante das beste Szenario. Es gibt schlimmere Varianten. Zum Beispiel könnten phantomartige dunkle Energie zu einem dramatischeren und schnelleren Ende führen, zum großen Riss. Es scheint, dass die kosmologische Konstante eine unveränderliche Energiedichte hat. Der Raum dehnt sich aus, aber die Dichte der dunklen Energie bleibt gleich. Das ist seltsam. Es stellt sich heraus, dass die Gesamtmenge der dunklen Energie wächst, aber die Konzentration sich nicht ändert. Das bedeutet relative Sicherheit. Zum Beispiel, wenn unsere Galaxie bereits gebildet ist, wird die dunkle Energie sie nicht zerstören. Das Verhältnis zwischen Materie und dunkler Energie in jeder Region des Universums wird ungefähr konstant bleiben. Aber was, wenn die dunkle Energie etwas Mächtigeres ist? Zur Beschreibung der dunklen Energie verwenden Physiker den Parameter W, das Verhältnis von Druck zu Dichte. Die kosmologische Konstante hat W gleich -1. Sie erzeugt negativen Druck, der die Expansion des Universums beschleunigt. Ende der 1990er Jahre stellte der Physiker Robert Caldwell eine einfache Frage. Was, wenn W kleiner als -1 ist? Sagen wir -1,5 oder -2. Bis dahin hatten Wissenschaftler eine solche Möglichkeit nicht in Betracht gezogen. Alle Graphen brachen bei dem Wert -1 abrupt ab, wie eine unüberwindbare Mauer. Caldwell bemerkte jedoch, Beobachtungen schließen Werte kleiner als -1 nicht aus. Diese hypothetische dunkle Energie erhielt den Namen Phantomenergie. Sie verletzt einige theoretische Prinzipien, aber die Daten widersprechen ihr nicht. Berechnungen zeigen Folgendes. Wenn W auch nur geringfügig kleiner als -1 ist, wird die dunkle Energie das Universum zerreißen. Eine kleine Korrektur des Parameters wird zur Vernichtung des Kosmos führen. Der große Riss wird als Prozess des Auflösens beginnen. Zuerst werden die größten Strukturen zerstört, Galaxienhaufen werden sich zerstreuen, sogar die dichteren Kerne der Haufen werden zerfallen. Das Verschwinden des lokalen Virgo-Haufens wird das erste unheilvolle Zeichen sein. Galaxien werden beginnen, sich schneller von der Milchstraße zu entfernen, dann wird auch unsere eigene Galaxie zerstört. Wir werden bemerken, dass die Sterne an den Rändern aufhören, auf ihren Umlaufbahnen zu kreisen. Sie fliegen in verschiedene Richtungen auseinander wie Gäste am Ende einer Party. Der Nachthimmel wird sich verdunkeln, die Milchstraße wird verdampfen. Der Prozess wird sich beschleunigen, die Umlaufbahnen der Planeten werden beginnen, sich zu vergrößern. Einige Monate vor dem Ende werden die äußeren Planeten in der Dunkelheit verschwinden. Die Erde wird sich von der Sonne entfernen, der Mond von der Erde und wir werden in völliger Einsamkeit sein. Aber die Ruhe wird nicht lange dauern. Der sich ausdehnende Raum wird beginnen, auf alle Strukturen von innen einzuwirken. Die Erdatmosphäre wird dünner werden, die Tektonik wird chaotisch werden. Einige Stunden vor dem Ende wird der Planet explodieren, unfähig dem inneren Druck standzuhalten. Man kann versuchen, sich in einer Raumkapsel zu retten, aber das ist nur ein kurzer Aufschub. Die elektromagnetischen Kräfte, die Atome und Moleküle zusammenhalten, werden aufhören, der Expansion des Raums zu widerstehen. In den letzten Sekundenbruchteilen werden Moleküle zerfallen. Alle Lebewesen werden von innen zerrissen. Niemand wird in der Lage sein, das Finale zu beobachten. Die Zerstörung wird ohne Zeugen weitergehen. Superdichte Atomkerne werden vernichtet, sogar die Kerne schwarzer Löcher werden nicht standhalten. Im letzten Moment wird das Gewebe des Raums selbst zerrissen. Leider können wir nicht sicher sein, dass der große Riss nicht eintreten wird. Der Unterschied zwischen Wärmetod und großem Riss ist äußerst gering. Wenn W genau gleich -1 ist, erwartet uns der Wärmetod, aber wenn W auch nur um 1 Milliardstel kleiner ist, dann der große Riss. Irgendetwas mit absoluter Genauigkeit zu messen ist unmöglich. Nach den neuesten Daten des Planck-Satelliten, wenn der große Riss eintritt, wird dies nicht früher als in 200 Milliarden Jahren geschehen. Erinnern wir uns an das Rätsel mit der Hubble-Konstante. Zur Erinnerung, das ist die Zahl, die Entfernung mit der Entfernungsgeschwindigkeit von Galaxien verbindet. Beobachtungen von Supernovae ergeben eine Hubble-Konstante von etwa 74 km pro Sekunde pro Megaparsec, aber es gibt auch eine andere Messmethode, die Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Sie ergibt einen Wert von etwa 67.
Der Unterschied scheint gering, aber beide Methoden sind sehr genau. Wenn wir das Universum richtig verstehen, sollten die Ergebnisse übereinstimmen, aber sie stimmen nicht überein. Jahrelang dachten Wissenschaftler, dass jemand einen Fehler macht. Befürworter der Supernovae beschuldigten die Komplexität der Messungen der Hintergrundstrahlung. Befürworter der Hintergrundstrahlung wiesen auf Fehler in der kosmischen Entfernungsleiter hin. Aber beide Seiten verbessern ihre Methoden, beseitigen Fehler und die Diskrepanz bleibt. Eine der Erklärungen ist beunruhigend: Die dunkle Energie wird mächtiger. Das ist ein Zeichen für phantomdunkle Energie, die zum großen Riss führen könnte. Es gibt auch andere Erklärungen, zum Beispiel seltsame dunkle Materie oder ungewöhnliche Bedingungen im frühen Universum. In jedem Fall werden alle beschriebenen Endzeitszenarien, die große Kontraktion, der große Riss, der Wärmetod, in ferner Zukunft eintreten. Bis zur frühesten Variante sind es Dutzende von Milliarden Jahren, aber es gibt eine Möglichkeit, die uns mehr als alle anderen bedroht: ein Defekt im Gewebe des Raums selbst. Er ist plausibel, theoretisch gut beschrieben und durch präzise Experimente bestätigt. Und er kann in jedem Moment eintreten. Im März 2008 reichte der pensionierte Nuklearsicherheitsbeamte Walter Wagner eine Klage vor einem amerikanischen Gericht ein. Er forderte, den Start des Large Hadron Colliders zu stoppen, abgekürzt LHC. Seiner Meinung nach war dies ein Versuch, die Welt zu retten. Natürlich scheiterte die Klage. Der LHC wird vom europäischen CERN kontrolliert, nicht von den USA. Aber die Panik in der Gesellschaft wuchs, je näher die ersten Tests rückten. Der LHC wurde für die leistungsstärksten Experimente in der Geschichte der Teilchenphysik geschaffen. In einer 27 Kilometer langen, kreisförmigen Röhre prallen Protonen mit Energien aufeinander, die die Bedingungen der ersten Nanosekunden nach dem Urknall nachbilden. Die Wissenschaftler wollten das Higgs-Boson finden. Das Teilchen, das das Standardmodell der Physik vervollständigen würde. Es erklärt, wie Teilchen im frühen Universum Masse erhielten. Aber die Aussicht, unbekannte Bereiche der Realität zu erforschen, ängstigte die Menschen. Niemand hatte zuvor Teilchen mit solcher Energie kollidieren lassen. Niemand wusste, wie sich die Physik verhalten würde. Im Internet verbreiteten sich Albtraum-Szenarien. Ein Portal in eine andere Dimension, ein schwarzes Loch, das den Planeten verschlingt, seltsame Materie, die eine Kettenreaktion der Vernichtung auslöst. Aber die Physiker stoppten nicht. Im November 2009 fanden die ersten Kollisionen statt. Die Welt überlebte. Bereits im Jahr 2000 hatten 4 Physiker eine Arbeit über katastrophale Szenarien für den Vorgänger des LHC geschrieben. Sie zerstreuten die meisten Ängste mit einem einfachen Argument: Kosmische Strahlung erzeugt ständig Kollisionen mit viel höheren Energien im gesamten Universum. Wenn solche Kollisionen den Kosmos zerstören könnten, hätten wir das bemerkt. Der Mond wird seit Milliarden von Jahren mit hochenergetischen Strahlen bombardiert. Menschen spazierten auf ihm, spielten Golf und brachten Proben zurück. Dem Mond geht es gut. Eine der Ängste hieß Vakuumzerfall. Ein katastrophales Quantenereignis, aber damals gab es keine Beweise, dass das Universum instabil ist. Deshalb wurde das Szenario nicht ernst genommen. Alles änderte sich 2012. Als das Higgs-Boson gefunden wurde. Um die Bedrohung zu verstehen, muss man das Higgs-Feld verstehen. Das ist kein Teilchen, sondern ein Energiefeld, das den gesamten Raum durchdringt. Das Higgs-Boson ist nur eine Anregung dieses Feldes wie das Photon für das elektromagnetische Feld. Das Higgs-Feld gibt Teilchen Masse. Im frühen Universum funktionierte die Physik anders. Elektromagnetismus und schwache Wechselwirkung waren vereinigt. Teilchen flogen mit Lichtgeschwindigkeit ohne Masse. Dann geschah die Brechung der elektroschwachen Symmetrie. Das Higgs-Feld veränderte sich, wie Dampf, der sich in Wasser verwandelt. Teilchen begannen mit dem Feld zu interagieren und erhielten Masse. Die Gesetze der Physik nahmen ihre moderne Form an. Symmetrie ist ein Schlüsselbegriff in der Physik. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, die hilft, die Struktur der Realität zu verstehen. Wie das Periodensystem die Elemente nach Eigenschaften organisiert, die Symmetriebrechung ist ein Ergebnis, bei dem sich die Bedingungen ändern und die Theorie eine weniger symmetrische Form annimmt. Die Brechung der elektroschwachen Symmetrie geschah 0,1 Nanosekunden nach der Geburt des Universums. Es war eine Umstrukturierung der Grundlagen der Physik selbst. Wir leben im Higgs-Vakuum, einem Zustand, in dem das Feld einen bestimmten Wert hat. Das bestimmt die Massen der Teilchen, die Ladung des Elektrons, die physikalischen Konstanten, ein delikates Gleichgewicht, das die Existenz von Atomen, Molekülen und Leben ermöglicht. Wenn das Higgs-Feld einen anderen Wert hätte, könnten wir nicht existieren.
Die Entdeckung des Higgs-Bosons 2012 vervollständigte das Standardmodell. Durch die Messung seiner Masse erfuhren die Physiker nicht nur den aktuellen Wert des Higgs-Feldes, sondern auch alle möglichen Werte, die es annehmen kann. Die gute Nachricht: Die Masse des Higgs-Bosons entspricht perfekt der Theorie. Die schlechte Nachricht: Dieselbe Theorie sagt, dass unser Vakuum instabil ist. Unser perfekt ausbalancierter Zustand des Universums könnte sich als vorübergehend erweisen. Das Higgs-Feld könnte in einen anderen Zustand mit niedrigerer Energie abrutschen. Das ist der Vakuumzerfall. Wenn das geschieht, werden sich alle physikalischen Gesetze ändern. Teilchen werden Masse verlieren oder ändern. Atome werden zerfallen. Die gesamte vertraute Physik wird aufhören zu funktionieren. Das ist kein allmählicher Prozess. Der Zerfall wird an irgendeinem Punkt beginnen und sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Eine Blase des wahren Vakuums wird sich ausdehnen und das gesamte Universum verschlingen. Wir werden das Herannahen der Katastrophe nicht sehen, weil sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. In einem Moment existieren wir, im nächsten nicht mehr. Zusammen mit der gesamten bekannten Physik. Könnten die LHC-Experimente den Zerfall ausgelöst haben? Unwahrscheinlich. Kosmische Strahlung erzeugt ständig stärkere Kollisionen. Wenn der Zerfall in Milliarden von Jahren nicht begonnen hat, wird der Collider ihn nicht auslösen. Aber die Bedrohung bleibt. Unser Universum könnte metastabil sein, jetzt stabil, aber nicht für immer, wie eine Kugel, die auf der Spitze eines Hügels balanciert. Quantenfluktuationen könnten das Higgs-Feld jederzeit zum Zerfall anstoßen. Ein zufälliges Ereignis an irgendeinem Punkt des Kosmos würde eine Kettenreaktion der Vernichtung der Realität auslösen. Das könnte morgen passieren oder nie. Genaue Berechnungen der Lebensdauer unseres Vakuums sind bisher unmöglich. Die Ironie ist, dass die Entdeckung des Higgs-Bosons selbst, der größte Triumph der Physik, uns die Instabilität unserer Existenz zeigte. Die Theorie, die erklärt, warum wir existieren können, sagt gleichzeitig voraus, dass diese Existenz vorübergehend ist. Vielleicht leben wir im gefährlichsten aller möglichen Universen, stabil genug, dass Leben entstehen konnte, aber nicht stabil genug, um ewig zu dauern. Die Idee der Instabilität unseres Vakuums ist nicht neu. Schon in den 1960er bis 70er Jahren schrieben Physiker über einen katastrophalen Zerfall, der alle organisierte Materie vernichten könnte. Damals war es nur eine mathematische Spielerei ohne experimentelle Bestätigung. Jetzt hat sich alles geändert. Um die Bedrohung zu verstehen, stellen Sie sich das Higgs-Feld als einen Kieselstein vor, der einen Talhang hinunterrollt. Die Form des Hangs ist das Potential des Feldes. Der Kieselstein strebt zum tiefsten Punkt und bleibt dort. Das Problem ist, dass der wahre Boden viel tiefer liegen könnte. Das Higgs-Vakuum kann nur als metastabil bezeichnet werden, das heißt, es ist nur bis zu einem bestimmten Punkt stabil. Das Feld steckt in einem Minimum des Potentials fest, das in Wirklichkeit weniger einem Talboden ähnelt, als einer kleinen Vertiefung an seinem Hang. Das Feld kann dort lange Zeit verweilen, lang genug für die Entstehung von Galaxien, die Geburt von Sternen, die Evolution von Leben, aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine ausreichend starke Störung es über den Rand werfen könnte, wonach es nichts mehr daran hindern wird, das wahre Minimum des Potenzials zu finden. Und eine solche Entwicklung wäre aus Gründen, die wir im Folgenden in allen blutigen Details besprechen werden, apokalyptisch schlecht. Leider lassen die besten uns vorliegenden Daten, die vollständig dem Standardmodell entsprechen, vermuten, dass sich unser Higgs-Feld derzeit genau in einer solchen Vertiefung befindet. Dieser metastabile Zustand wird auch falsches Vakuum genannt, im Unterschied zum wahren Vakuum, das dem untersten Minimum des Potentials entspricht. Was ist schlecht daran, sich in einem falschen Vakuum zu befinden? Möglicherweise alles. Das falsche Vakuum stellt bestenfalls nur einen vorübergehenden Aufschub für die endgültige Zerstörung dar. Im falschen Vakuum hängen die Gesetze der Physik einschließlich der Möglichkeit der Existenz von Teilchen selbst von einem delikaten Gleichgewicht ab, das jederzeit gestört werden kann. Dieses Ereignis wird Vakuumzerfall genannt. Es geschieht schnell, sauber, schmerzlos und ist in der Lage, absolut alles zu vernichten. Etwas muss den Beginn dieses Prozesses auslösen. Eine starke Explosion, die Verdampfung eines schwarzen Lochs oder unglückseliges Quantentunneln. Wenn das an irgendeinem Punkt des Kosmos geschieht, beginnt eine Kaskade apokalyptischer Ereignisse. Alles beginnt mit einer winzigen Blase des wahren Vakuums. Sie wird eine völlig andere Art von Raum mit anderen physikalischen Gesetzen enthalten. Die Blase ist von einer hochenergetischen Wand umgeben, die alles auf ihrem Weg verbrennen kann. Dann wird die Blase beginnen, sich auszudehnen.
Das wahre Vakuum ist stabiler, daher bevorzugt es das Universum sozusagen. Sobald die Blase entsteht, wird das Higgs-Feld um sie herum in das wahre Minimum absinken. Das wird eine Lawine auslösen, immer mehr Raum wird in den neuen Zustand übergehen. Die Wand der Blase bewegt sich fast mit Lichtgeschwindigkeit. Alles, was in den Weg kommt, wird zuerst dieser Wand begegnen und dann einer totalen Dissoziation unterliegen. Die Kräfte, die Teilchen in Atomen halten, werden aufhören zu funktionieren. Sie werden das Herannahen der Katastrophe nicht sehen. Was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist unsichtbar. Jede Warnung wird sie gleichzeitig mit der Blase selbst erreichen. Der Prozess ist schmerzlos, da Nervenimpulse dem Zerfall nicht folgen können. Natürlich wird die Blase nicht bei ihnen aufhören. Jeden Planeten oder Stern, der sich innerhalb ihres ständig wachsenden Radius befindet, wird dasselbe Schicksal ereilen. Ganze Galaxien werden vernichtet. Das wahre Vakuum wird das gesamte Universum vollständig auf Null setzen. Nur jene Bereiche werden überleben, die aufgrund ihrer Entfernung für immer hinter dem Horizont der Blase bleiben, dank der beschleunigten Expansion des kosmischen Raums. Tatsächlich ist es durchaus möglich, dass während wir hier sitzen und ruhig unseren Tee trinken, der Vakuumzerfall irgendwo bereits stattfindet. Vielleicht haben wir Glück und die Blase befindet sich jenseits unseres kosmischen Horizonts und verschlingt Galaxien, von denen wir nichts wissen. Oder vielleicht ist er nach kosmischen Maßstäben direkt nebenan passiert und schleicht sich bereits leise an, um uns zu überraschen. Aber man sollte sich nicht zu sehr sorgen, aus mehreren Gründen. Sie werden es nicht aufhalten können, sie werden es nicht vorhersagen können und es wird ihnen nicht wehtun. Außerdem muss man verstehen, dass der Vakuumzerfall in den nächsten Billionen Jahren kaum eintreten wird. Theoretisch könnte ihn ein hochenergetisches Ereignis auslösen, wie ein Erdbeben, das einen Kieselstein aus einer Vertiefung schlägt. Glücklicherweise müsste ein solches Erdbeben unvorstellbar stark sein, viel stärker als alle beobachteten kosmischen Explosionen. Die Barriere zwischen dem falschen und dem wahren Vakuum ist sehr hoch. Es wird so viel Energie benötigt, um sie zu überwinden, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Nur, wir leben in einem Universum, das sich solchen Regeln nicht unterwirft. Unser Kosmos basiert auf der Quantenmechanik und sie sagt, dass wenn sie im subatomaren Maßstab existieren, der Weg, auf dem sie von einem Ort zum anderen gelangen, gelegentlich direkt durch feste Objekte führen kann. Wenn sie vor einer Mauer stehen, können sie, anstatt über sie zu springen, einfach hindurchgehen, besonders wenn sie das Higgsfeld sind. Die Idee mag fantastisch erscheinen, aber Tunneln geschieht regelmäßig. Entwickler von Mobiltelefonen berücksichtigen, dass ein Elektron plötzlich auf der anderen Seite eines Chips materialisieren kann. Raster-Tunnelmikroskope verwenden Tunnelstrom zur Abbildung von Atomen. Das Higgsfeld kann auch direkt in das wahre Vakuum tunneln. Die einzige Grenze, die uns von der kosmischen Katastrophe trennt, erweist sich als nicht so solide. Die gute Nachricht ist, dass selbst Quantentunneln Regeln folgt. Man kann die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses berechnen. Die schlechte Nachricht ist, dass wir nur Wahrscheinlichkeitsschätzungen erhalten, keine genauen Vorhersagen. Das Higgsfeld könnte tunneln und eine Todesblase neben ihnen in den nächsten 30 Sekunden erschaffen, aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Nach besten Schätzungen wird unser Vakuum etwa 10 hoch 100 Jahre bestehen. Bis dahin werden wir entweder den Wärmetod oder den großen Riss erleben. In diesem Fall könnte sofortige Vernichtung als ein nicht so schlechtes Ergebnis erscheinen. Kürzlich beschrieben Physiker ein weiteres interessantes Szenario. 2014 zeigten Forscher, die Anwesenheit eines schwarzen Lochs kann den Vakuumzerfall beschleunigen. Besonders gefährlich sind winzige schwarze Löcher von der Größe eines Teilchens. Sie wirken als Entstehungsorte für Blasen des wahren Vakuums, ähnlich wie Staubteilchen, an denen Wasser in feuchter Luft kondensiert. Glücklicherweise ist die Bildung solcher schwarzen Löcher äußerst unwahrscheinlich. Nach unserem Verständnis entstehen schwarze Löcher nur beim Kollaps massiver Sterne. Schrumpfen können sie nur durch Hawking-Strahlung und das dauert 10 hoch 64 Jahre für ein schwarzes Loch mit Sonnenmasse. Möglicherweise entstanden winzige schwarze Löcher im Universum bei der extremen Dichte des Urknalls, aber es gibt keine Beweise und wenn sie das Vakuum hätten destabilisieren können, wären wir nicht hier. Einige Physiker träumen davon, miniaturisierte schwarze Löcher in Collidern zu erzeugen. Das würde zusätzliche Raumdimensionen erfordern, die die Gravitation in kleinen Maßstäben verstärken. Die Erzeugung eines schwarzen Lochs im Large Hadron Collider würde die Existenz zusätzlicher Dimensionen beweisen. Für einen Wissenschaftler wären das fantastische Neuigkeiten, aber es wäre schade, wenn solche schwarzen Löcher den Vakuumzerfall verursachen würden. 1980 berechneten die Theoretiker Coleman und De Lucia,
Eine Blase des wahren Vakuums enthält nicht nur Teilchen mit anderen Eigenschaften, sondern auch gravitativ instabilen Raum. Ihr gesamter Inhalt kollabiert innerhalb von Mikrosekunden. Sie schrieben: Das ist deprimierend. Der Vakuumzerfall ist die ultimative ökologische Katastrophe. Im neuen Vakuum ist nicht nur Leben unmöglich, sondern auch die vertraute Chemie. Jetzt ist sogar die Möglichkeit neuer Strukturen ausgeschlossen, die sich ihrer Existenz erfreuen könnten. Der Vakuumzerfall ist eine relativ neue Idee, die sich auf extreme Physik stützt. Unsere Sicht darauf wird sich wahrscheinlich ändern. Möglicherweise werden strengere Berechnungen andere Ergebnisse liefern. Die Metastabilität des Vakuums könnte sich als unvereinbar mit der kosmischen Inflation erweisen. Die Quantenfluktuationen im frühen Universum hätten für den Vakuumzerfall ausreichen müssen, aber das geschah nicht. Die ernsthafte Betrachtung dieser Bedrohung hängt vom Vertrauen in das Standardmodell ab. Aber wir wissen, dass es unvollständig ist. Dunkle Materie, dunkle Energie, die Unvereinbarkeit der Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie weisen auf offensichtliche Wissenslücken hin. Was das Standardmodell ersetzen wird, könnte uns von der Quantentodesblase befreien oder völlig neue Varianten des Untergangs des Universums eröffnen. Am 14. September 2015 um 9:50 Uhr und 45 Sekunden Greenwich-Zeit wurden sie für einen Moment ein bisschen größer. Der Kamm einer Gravitationswelle umspülte sie und krümmte den Raum selbst. Diese Welle reiste 1,3 Milliarden Jahre, seit der Verschmelzung zweier schwarzer Löcher. Ihre Körpergröße nahm um weniger als 1/Millionstel der Breite eines Protons zu, aber die Physiker am LIGO-Observatorium bemerkten es. Die erste Entdeckung von Gravitationswellen wurde zum Triumph der experimentellen Physik und zur endgültigen Bestätigung von Einsteins Theorie. Noch wichtiger ist, dass dies eine neue Ära der Astronomie eröffnete. Jetzt können wir statt Licht zu sammeln die Vibration des Raums selbst spüren. Zum ersten Mal erhielten wir Zugang zu fernen kosmischen Katastrophen, die die Grundlage der Realität erschüttern können. Gravitationswellen können nicht nur von schwarzen Löchern und Neutronensternen erzählen, sie können Hinweise darauf geben, was jenseits unseres Universums liegt und was es zerstören könnte. Wir wissen schon lange, mit der Gravitation stimmt etwas nicht. Sie funktioniert zu gut. Die allgemeine Relativitätstheorie besteht alle Tests mit Bravour. Physiker suchen seit Jahrzehnten nach Abweichungen, wo Einsteins einfache Gleichungen versagen müssten, zum Beispiel unter extremen Bedingungen. Am Rand eines schwarzen Lochs oder im Zentrum eines Neutronensterns. Bisher wurde nichts gefunden. Aber wir haben gute Gründe für die Suche. Die Gravitation ist seltsam im Vergleich zu anderen Kräften. Sie sieht mathematisch anders aus und ist zu schwach. Jedes Mal, wenn Sie eine Kaffeetasse heben, überwinden Sie die Anziehungskraft eines ganzen Planeten. Damit die Gravitation mit Kernkräften konkurrieren kann, muss man die Masse der Sonne auf die Größe einer Stadt komprimieren. Physiker träumen von einer Theorie von allem, die die Gravitation mit den übrigen Kräften vereinigt. Wir haben die Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung. Es gibt Ideen der großen Vereinigung, aber jedes Mal, wenn man die Gravitation einbezieht, zerstört ihre Schwäche das Bild. Die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik widersprechen sich an manchen Stellen. Sie geben unterschiedliche Vorhersagen darüber, was am Rand eines schwarzen Lochs passiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Zum Beispiel kann man die Idee der Vereinigung aufgeben. Vielleicht existiert eine Theorie von allem einfach nicht. Eine andere Erklärung ist, dass das Problem in unserer Gravitationstheorie liegt. Man muss die Relativitätstheorie korrigieren oder ersetzen. Theorien der Quantengravitation versuchen, das zu tun. In diesen Theorien wird die Gravitation quantisiert, durch Teilchen und Felder ausgedrückt. Gravitationswellen werden zur Bewegung von Gravitonen, die Wellennatur zeigen. Aber Jahrzehnte der Arbeit haben nicht zu einer einheitlichen Theorie geführt. Keine der Ideen ist experimentell bestätigt. Die Effekte zeigen sich bei Energien, die weit über die Möglichkeiten unserer Beschleuniger hinausgehen. Deshalb suchen Physiker nach Hinweisen in der Kosmologie, besonders im frühen Universum. Den Urknall zu studieren ist einfacher, als einen Beschleuniger von der Größe des Sonnensystems zu bauen. Dunkle Materie und dunkle Energie weisen auf neue Physik hin. Das seltsame Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie ist ebenfalls ein Rätsel. Aber die allgemeine Relativitätstheorie wehrt sich verzweifelt gegen Versuche, sie zu ersetzen. Vielleicht ist mit der Gravitation alles in Ordnung und etwas stimmt nicht mit dem Universum, das die Gravitation schwächer erscheinen lässt. Warum erscheint die Gravitation schwach? Die Antwort könnte trivial sein. Sie sickert in eine andere Dimension ab.
Man nimmt an, dass unser Universum 3 Raumdimensionen plus Zeit hat. Möglicherweise gibt es noch eine oder mehrere Dimensionen, zu denen wir keinen Zugang haben. Unser Raum ist auf eine dreidimensionale Membran begrenzt. Der zusätzliche Raum erstreckt sich über ihre Grenzen hinaus in neue Richtungen, die wir nur mathematisch begreifen können. Die Gravitation, die von einem massiven Objekt erzeugt wird, verliert einen Teil ihrer Stärke, indem sie in andere Dimensionen absickert. Wie ein Tintenfleck, der verblasst, wenn er durch Papier sickert. Wenn unser gesamtes Universum sich auf einer Membran befindet, die in einer mehrdimensionalen Raumzeit enthalten ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es andere Universen gibt, zum Beispiel auf benachbarten Membranen, die unser Universum durch ihre Gravitation beeinflussen können. Mehr noch, auf der Grundlage der Wechselwirkung zwischen Membranen kann man ein neues Szenario für den Ursprung unseres Universums formulieren und entsprechend für seinen Untergang. Die Idee zusätzlicher Dimensionen führte zu einer der faszinierendsten Alternativen zum kosmologischen Standardmodell, dem ekpyrotischen Universum. Der Name stammt vom altgriechischen Wort Ekpyrosis, dem Weltenbrand, der das Universum zerstört und erneuert. Im ekpyrotischen Modell ist unser dreidimensionales Universum eine Bran, die zusammen mit anderen Branen in einem Raum höherer Dimensionen schwebt. Der Urknall ereignete sich, als 2 Branen kollidierten. Nach der Kollision prallten sie voneinander ab, aber die Gravitation kann sie langsam wieder zusammenziehen und auf eine neue Kollision vorbereiten. Wenn das ekpyrotische Modell stimmt, dann ist der Urknall kein einzigartiges Ereignis der Geburt des Universums, sondern einfach das letzte in einer unendlichen Serie von Kollisionen. Unser Universum hat weder Anfang noch Ende, es gibt nur eine unendliche Abfolge von Kollisionen und Rückprallen. 2014 verkündete ein Wissenschaftlerteam die Entdeckung von Spuren von Gravitationswellen aus dem frühen Universum. Sie wurden in der Polarisation der Mikrowellenstrahlung entdeckt. Das hätte ein Beweis für die kosmische Inflation sein können. Die wissenschaftliche Gemeinschaft war begeistert. Aber später stellte sich heraus, dass das falsch war. Die Analyse zeigte, das entdeckte Muster kann vollständig durch gewöhnlichen kosmischen Staub erklärt werden, der die Milchstraße füllt. Wenn es gelungen wäre, primordiale Gravitationswellen zu entdecken, hätten sie als Beweis gegen das ekpyrotische Modell gedient. Leider wurden sie nicht gefunden. Hinweise können aus anderen Quellen gewonnen werden. Selbst gewöhnliche Gravitationswellen können Andeutungen geben und auf den Durchgang eines Signals durch einen mehrdimensionalen Raum hinweisen. Beobachtungsdaten von Kollisionen schwarzer Löcher haben bereits Theorien des Gravitationsabflusses in Frage gestellt. Unabhängig von zusätzlichen Dimensionen bleibt die Idee eines zyklischen Universums eine attraktive Alternative zum inflationären Modell. Ein Grund ist das Entropieproblem. Das ständige Anwachsen der Unordnung im Universum führt letztendlich zum Wärmetod. Die Geschichte des Universums begann mit einem hochgeordneten Zustand extrem niedriger Entropie. Wie konnte das geschehen? Der Hauptvorteil einiger zyklischer Modelle ist, dass sie die anfänglich niedrige Entropie durch Ereignisse erklären, die dem Rückprall vorausgingen. Nach der neuesten Version des ekpyrotischen Modells diente die gesamte Entropie des modernen Universums als Entropie eines winzigen Abschnitts des vorherigen Universums. Dieses neue Modell sieht keine zusätzlichen Dimensionen oder Singularität im Moment des Rückpralls vor. Die Kontraktion kann moderat sein. Die Größe des Universums wird sich nur um das Zweifache verringern. Zyklisch ist der Evolutionsprozess des Universums und die Kombination seiner Zutaten. Wenn dieses Modell unser Universum beschreibt, werden wir in ferner Zukunft bemerken, wie ferne Galaxien stoppen und beginnen, sich zu nähern. Anfangs wird es einer frühen Phase der großen Kontraktion mit steigender Temperatur der Hintergrundstrahlung ähneln, aber wir werden noch vernichtet, bevor wir etwas Schlimmes ahnen, wenn die Energie des Skalarfeldes sich plötzlich in Strahlung verwandelt und den Urknall des nächsten Zyklus hervorbringt. Interessant ist, dass in der neuen Version Gravitationswellen beim Übergang von einem Zyklus zum anderen erhalten bleiben können, da der Raum nicht zu stark komprimiert wird. Diese Signale wären sehr schwach, könnten aber vom vorherigen Universum erzählen. Es gibt auch andere Rückprallmodelle. Der Nobelpreisträger für Physik, Roger Penrose, schlug die konforme zyklische Kosmologie vor. Der Urknall ereignete sich nach dem Wärmetod des vorherigen Universums. Die ferne Zukunft eines Kosmos vereinigt sich mit der Singularität des Beginns eines anderen. Penrose wies jahrzehntelang auf das Entropieproblem in Standardszenarien hin. Die Inflation lehnte er ab. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dachte ich, das überlebt keine Woche.
Sein Modell nimmt an, dass an der Singularität die Entropie anders funktioniert. Die Grenze zwischen Zyklen hat niedrige Entropie ohne Inflation. Möglicherweise sind Abdrücke vorheriger Zyklen in der Reliktstrahlung erhalten. Der Physiker Neil Turok formulierte ein noch radikaleres Modell. Der Urknall ist ein Übergangspunkt zwischen unserem Universum und einem zeitlich umgekehrten Anti-Universum. Wie zwei Kegel, die sich mit den Spitzen berühren. Ein Universum-Anti-Universum-Paar, das aus dem Nichts entsteht. Das Modell kann das Entropieproblem lösen und gibt Vorhersagen über dunkle Materie. Was kommt als nächstes? War der Urknall ein einzigartiges Ereignis oder eine Art katastrophaler Übergangspunkt? Wird unsere Existenz abrupt durch ein anderes Universum unterbrochen, das auf uns stürzt? Werden Daten aus der Kosmologie oder Elementarteilchenphysik uns endlich erlauben, die wahre Natur der Raumzeit zu erfahren? Wie wird alles enden? Es kann passieren, dass wir ein paar hundert Jahre damit verbringen, Daten zu sammeln und dann verstehen, dass die Antwort die ganze Zeit vor unserer Nase lag. Das wird sehr ärgerlich sein, aber angesichts der Wichtigkeit der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, ist das kein Problem. Wer hat gesagt, dass sie innerhalb eines Menschenlebens beantwortet werden müssen? Wir bahnen weiterhin neue Wege durch den Wald, um zu sehen, was sich dort verbirgt. Irgendwann in ferner Zukunft wird sich die Sonne ausdehnen, die Erde wird untergehen und der Kosmos selbst wird zu seinem Ende kommen, aber bis dahin können wir das Universum erforschen und all unsere schöpferischen Fähigkeiten einsetzen. Wir können lernen, außergewöhnliche Dinge schaffen und sie miteinander teilen. Und solange wir denkende Wesen bleiben, werden wir nicht aufhören, uns zu fragen, was kommt als nächstes?